Traumhafte Bergseen, grandiose Aussichtspunkte, einwandfreie Einkehroptionen und spektakuläre Pfade. Die Highlights des Alpstein im Appenzeller Land, kompakt zusammengestellt in einem Video. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Wir starten mit dem Seealpsee, den man am schnellsten über einen Fahrweg erreicht. Von der Talstation der Seilbahn in Wasserauen sind es dann eine gute Stunde Gehzeit bei 300 Höhenmetern im Anstieg. Den steilen Fahrweg kann man theoretisch auch mit Kinderwegen bewältigen, dafür ist aber entsprechender Krafteinsatz erforderlich. Am See direkt gibt es 2 Berggasthäuser, die im Winter aber geschlossen sind. Im Winter wird der Fahrweg übrigens nicht als Winterwanderweg präpariert, sodass er im verschneiten Zustand als Spazierweg nicht mehr geeignet ist. Das traumhafte Panorama über den Seealpsee reicht bis zum höchsten Berg des Alpsteins, dem Sentis, 2502 Meter hoch. Zurück in Wasserauen fahren wir mit der Seilbahn auf die 1644 Meter hohe Ebenalp. Dort erwartet uns ein grandioses Panorama über den Alpstein, aber auch in Richtung des Flachlands, Richtung Norden, Richtung Bodensee. Im Winter gibt es hier oben einen kleinen Winterwanderweg, ein kleines Skigebiet, aber auch einen Schneeschuhpfad, wofür an der Bergstation für umsonst Schneeschuhe ausgeliehen werden können. Unweit der Ebenalp befindet sich eine tolle Einkehrmöglichkeit, das spektakulär an eine Felswand dran gebaute Escherhaus. Im Winter ist dies geschlossen, im Sommer bietet sich aber eine wunderbare Wanderung von Wasserauen über den Seealpsee hinauf zum Escherhaus an, was gut 2,5 Stunden Gehzeit bedeutet. Im Rahmen einer Trekkingtour der großen Alpsteinrunde in 2 Tagen waren wir im Escherhaus als letzte Einkehr vor dem Abstieg, ein wunderbarer Ort für ein Appenzeller Weißbier, zum Wohl. Vom Escherhaus geht es vorbei am Wildkirchli und durch eine kleine Höhle in 25 Gehminuten hinauf zur Ebenalp, sodass bei Benutzung der Seilbahn das Escherhaus auch auf sehr kurzem Wege erreichbar ist. Eine weitere äußerst lohnenswerte Einkehrmöglichkeit ist das im Sommer geöffnete Berggasthaus Scheffler auf dem gleichnamigen Gipfel, der 1925 Meter hoch ist. Die Einkehr ist von der Ebenalp in einer guten Stunde 15 Gehzeit bei etwa 350 zu bewältigenden Höhenmetern zu erreichen. Damit verlassen wir nun das Gebiet rund um die Ebenalp und werfen einen Blick auf den Semtieser See. Unser Weg dorthin führt zunächst zur Einkehrmöglichkeit Plattenbödeli, die wir von Brühlisau mit einer Gehzeit von gut 1 Stunde 25 bei 400 zu überwindenden Höhenmetern erreichen. Zum Semtieser See, den man von der Einkehrmöglichkeit nicht sieht, sind es vom Plattenbödeli noch gut 15 Gehminuten. Im Winter ist der steile Fahrweg hinauf zum Plattenbödeli auch als Winterwanderweg präpariert. Im Sommer bietet es sich an, die Wanderung vom Semtieser See zum nächsten eindrucksvollen Bergsee fortzusetzen. Vom Semtieser See sind es gut 1 Stunde 20 Gehzeit und etwa 250 Höhenmeter zum Berggasthaus Bollenwees und dem direkt daneben befindlichen Fählensee. Auch wenn es nicht zu den leichtesten Ernährungsoptionen zählt, aus unserer Sicht auf jeden Fall empfehlenswert im Gasthaus Bollenwees, das Rösti mit leckerem, würzigem Appenzeller Käse, einwandfrei. Nun geht es wieder hoch hinaus, diesmal auf den Aussichtsberg Hoher Kasten, 1794 Meter hoch. Der Panoramarundweg auf dem Gipfelplateau beginnt mit dem Blick in Richtung Osten, mit dem Bregenzer Wald, dem Montafon, aber auch dem direkt unter uns befindlichen Rheintal. Hinzu kommt in südwestlicher Richtung ein genialer Übersichtsblick über das Alpsteinmassiv inklusive vieler der hier vorgestellten Highlights. Zur Einkehr auf dem Hohen Kasten lädt unter anderem ein Drehrestaurant, das sich innerhalb einer Stunde einmal um die eigene Achse dreht und damit ein wunderbares 360-Grad-Panorama schafft. Beim Kronberg haben wir auf die Seilbahnoption verzichtet und sind stattdessen von unserer Ferienwohnung nahe Urnesch Ende Januar bei wenig Schnee auf den Gipfel gewandert, der dem Alpstein nördlich vorgelagert ist. Vom 1663 Meter hohen Gipfel bietet sich in Richtung Norden die bekannte Fernsicht Richtung Schwarzwald und den Vogesen. Direkt südlich von uns befindet sich die Schwegalp, über der steil emporragend der Sentisgipfel thront. Auch hier befinden wir uns natürlich an einem exzellenten Ort für einen Gipfelschluck, leckeres Quellfrisch aus dem Appenzeller Land, zum Wohl.
Die ultimative Fernsicht vom Sentis blieb uns während unserer Trekkingtour im Sommer leider verwehrt. Klare Sicht auf den Gipfel gab es erst, als wir schon auf dem Weg zum Scheffler waren. Am Gipfel selbst gab es nur einen nebligen Gipfelschluck. Neben der Möglichkeit, mit der Seilbahn von der Schwegalp auf den Sentis-Gipfel zu gelangen, gibt es auch die spektakuläre Wegvariante über den Liesengrat. Vom Rotsteinpass sind es gut 1,5 Stunden Gehzeit über den Liesengrat zum Sentis. Dafür muss aber auf jeden Fall jede Menge Schwindelfreiheit und Trittsicherheit mitgebracht werden. Mit der Herde Steinböcke, die uns morgens an der Rotsteinpasshütte während unserer Trekkingtour Alpsteinrunde in 2 Tagen begrüßt haben, endet nun dieses Video. Schaut auch mal gerne in mein Video zur Alpsteinrunde rein. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.